Moinsen, wir stehen gerade im Stau in Liberec. So, und jeder lässt einen raus, dann geht's auch. Wir kommen hier gerade vom Globus. So, jetzt geht's los. Also wir sind hier in Liberec. Ich glaube, ich habe es gerade eben erwähnt. Und jetzt müssen wir von hier, also hier, da lässt er noch Globus, da hatte ich jetzt gerade zu tun und jetzt müssen wir noch weiter nach Rumburg. Und da lassen wir jetzt ein bisschen die Kamera mitlaufen. Die Strecke von Liberec nach Rumburg, da müssten wir eigentlich Empfang haben. Die bin ja schon ein paar Mal gefahren. Und ja, das ist hier der normale sonntägliche Verkehr, weil die Geschäfte haben hier ja geöffnet. Da sind die Leute beim Einkaufen, da ist das also normal. Das staut sich da unten wegen dem Kreisverkehr. Ja, und gestern gab es bei mir kein Livestream, weil da habe ich Fristenarbeiten, Maintenance gemacht. Das muss auch mal sein. So Sachen wie Ölwechsel und so weiter. Und da habe ich aber keinen Livestream gemacht, weil da kann ich ja die Kamera nicht halten und ich habe dann die Hände ölig und schmutzig, da will ich dann aus dem Telefon oder die Kamera nicht anfassen damit. Ne? Das braucht man nicht. Ja, sind wir mal einen Tag ohne Livestream ausgekommen. Ein Samstag. Ist ja auch kein Untergang. Dafür hat man ein Kurzvideo. Wer es nicht gesehen hat, kann da ja noch mal reinschauen. Und der dritte Teil von meinem Museumsvideo über das Luftfahrtmuseum in Rotenburg ist der dritte Teil auch schon online und der vierte Teil kommt jetzt im Laufe der nächsten Woche. Ich weiß nicht, am Dienstag vielleicht oder am Mittwoch, mal schauen. Und jetzt muss ich aufpassen, hier muss ich jetzt hier rum und dann da rum. Ja, und wie man hier jetzt an diesem gelben Punkt mit dem schwarzen M gesehen hat, kostet diese Strecke hier Maut. Das ist hier die mautpflichtige Autobahn. Das geht jetzt ein paar Kilometer bis da vorne, wo dann die Ausfahrt Richtung Zittau kommt und ab dort ist es dann wieder mautfrei. Das zeige ich euch dann noch. Und hier an dieser Molltanke, da hatten wir auch mal einen Livestream, da habe ich hier angehalten. Das ist noch gar nicht so lange her. Und damals sind wir aber von Liberec, wo wir heute angekommen sind, Richtung Zittau gefahren. Heute fahren wir nicht Richtung Zittau. Heute fahren wir nach Rumburg weiter. Und das liegt dann auch an der deutschen Grenze. Walsdorf, Villa GR.
Jetzt habe ich vor lauter Dings, aber ich brauche es nicht, ich weiß auch so, wie ich nach Humboldt komme. Oh, der, was heizt denn der? Da kommt fast gelber Rauch raus. Nasses Holz oder wie? Ja, wir haben hier 13 Grad Außentemperatur. Hier sieht man wieder das M-Schild für die Maut. Da wird es dreispurig. So. Ja, und ja, regnen tut es nicht, aber es ist trotzdem. Der E442 folgen. Es ist trotzdem voller Wolken. Und gestern war es genauso. Also gestern früh ist aufgestanden bin, da hatte ich mal kurz sonnig. Ne? Dann hat es geregnet, aber ich war ja die ganze Zeit drin. Ja, und was man hier sieht, da oben die Kameras, das ist für die Maut. Ja, und die haben ja Bushaltestelle auf der Autobahn. So was sieht man auch selten. Aber das ist hier ja die Stadt noch, das ist noch Stadtgebiet. Ja, und es herbstelt schön. Die Blätter sind alle gelb und teilweise rötlich und so. Ein paar sind noch grün. Ja, auch der Herbst hat so seine schönen Seiten. Ne? Aber man muss auch ein bisschen aufpassen, wenn das Laub auf der Straße liegt. Ne? Aber ich meine, ich fahre jetzt so viele Jahre schon und da hatte ich noch nie Probleme mit dem Laub auf der Straße. Ne? Das liegt da halt und wenn man aufpasst, dann kann da nichts passieren, aber man darf halt nicht rasen. Ne? Obwohl für Motorradfahrer, kann ich mir vorstellen, ist das natürlich schwieriger. Da rutscht man schneller mal weg. Aber die meisten fahren ja im Herbst gar nicht mehr. Ne? Und ich kann mich erinnern, früher, so, als ich noch in der Lehre war, da hatte ich ja mein Mopedle. Da ist man bei jedem Wetter gefahren, weil man hatte ja nichts anderes. Ne? Und da musste man schon aufpassen, ne? Damit man da nicht wegrutscht. Wir sind immer noch auf der Mautstrecke. Jetzt lassen wir es mal laufen hier. Geht gleich wieder bergauf. Ja, und ich war vorhin, als ich rübergekommen bin, da habe ich das erste Mal an der tschechischen Grenze gesehen, eine Kontrolle von den Tschechen. Ne? Da haben die ein Auto gefilzt, der musste alles ausräumen, da haben sie alles zerlegt, also den Kofferraum, alles, Gepäckstücke, alles raus, alles nachgeschaut. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine normale Grenzkontrolle war oder ob die Polizei den irgendwie so angehalten hat. Es war etwas kurz nach der Grenze. Da haben wir noch gedacht, fangen die Tschechen jetzt auch an, so wie die Polen, die ja auch auf Revanche auf die deutschen Kontrollen, ihre Kontrollen eingerichtet haben. Ja, weil an der deutsch-tschechischen Grenze ist ja auch Kontrolle. Nur ich bin ja von Polen in die Tschechei rübergefahren vorhin. Ne? Ich bin ja von Polen gekommen. So, und hier geht es jetzt nach Zittau.
Und nach dieser Ausfahrt hier ist die Straße dann wieder mautfrei. Da sieht man hier jetzt das Endeschild hier, Kraftfahrstraße Ende. Und ab hier ist es wieder eine normale Bundesstraße. Und da kostet es keine Maut mehr. Obwohl, es gibt natürlich auch Bundesstraßen in der Türkei, die trotzdem Maut kosten. Das sind so spezielle Hauptverkehrsstraßen, wo es gar keine Autobahn gibt in der Nähe. Das ist, wenn man Richtung Süden runterfährt, Richtung Brünn, da habe ich mal so eine Strecke gehabt. Ne? Da habe ich auch ein Video davon, wo ich von Brünn zurückgekommen bin. Und man erkennt die Mautstrecken aber immer an diesem gelben Schild mit dem schwarzen M drin. Ja, und wie es funktioniert mit der Maut, das habe ich ja schon mal erklärt, da habe ich ja ein Video dazu gemacht. Da guckt ihr mal rein, in der Playlist Trucking müsste das sein. Ja, und was wollte ich noch sagen? Ah ja, gestern habe ich beobachtet, weil das ist mir jetzt gerade eingefallen, als ich die Grenze da Deutschland-Polen erwähnt habe, da habe ich gesehen, da haben die Deutschen mit mehreren Polizeibeamten, ich weiß jetzt nicht wie viele das waren, 4 oder 6, einen Mann, der 2 Koffer gehabt hat, Richtung Polen begleitet. Ne? Der hatte wohl keine gültigen Papiere, dann haben die den dann zurückgeschoben. Jetzt konnte ich allerdings nicht anhalten und nachschauen, wie die Polen darauf reagiert haben, ne? Ob die den angenommen haben, ob die den reingelassen haben oder ob die den auch nicht wieder zurückgenommen haben, keine Ahnung. Da konnte ich also nicht näher drauf aufpassen. Ich kann nicht einfach mitten auf der Brücke stehen bleiben und klotzen, ne? Das geht ja nicht. Weil dann bin ich gleich wieder der Verdächtige. Ne? Dann nehmen die mich noch in die Mangel, das muss ich auch nicht haben. Aber das würde mich schon mal interessieren, wie sowas dann abläuft. Ne? Was passiert, wenn die Polen dann auch sagen, nee, du hast keine gültigen Papiere, du kommst bei uns nicht rein, und dann muss die betreffende Person dann mitten auf der Brücke stehen bleiben oder wie im Niemandsland. Das würde mich mal interessieren, wie sowas dann abläuft. Aber ich muss sagen, die Polen, die haben mich jetzt noch nicht einmal angehalten, während mich bei den Deutschen immer wieder mal kurz anhalten muss und die Scheibe aufmachen muss oder hinten, wenn sie in den Laderaum reinschauen. Ne? Und so hin und wieder einmal verlangen sie den Ausweis von mir, aber meistens gucken sie nur hinten in den Laderaum rein, was ich da drin habe, beziehungsweise ob da irgendwelche Personen geschmuggelt werden. Und wenn sie dann nur die normale Ladung sehen, dann sind sie so zufrieden. So läuft es meistens ab. Und ich hatte ja bisher noch nie große Verzögerung. Ne? Ich glaube, wenn ich sehe, dass es auf der Stadtbrücke Richtung Deutschland rüber staut, dann fahre ich eine andere Richtung. Ne? Und über die Autobahn fahre ich schon gar nicht, so ein leeres Ding, weil das ja Maut kostet. Aber ich kann mich erinnern, ich habe schon ein paar Jahre her, da habe ich mal ein Video gemacht über die Maut, bin ich über die Autobahn, über die A4 nach Deutschland rübergefahren, um das mal auszuprobieren, aber das war auch nicht übermäßig, vielleicht so 20 Minuten, weil ich da im Stau war. Ne? Ja, was geht denn hier ab? Ach, der mäht hier, ja, die tun hier mähen, ja, die arbeiten ja am Sonntag. Das ist so Straßenbauamt und so, die Straßenmeistereien. So, die muss ich sagen, nicht das Bauamt, sondern die Straßenmeistereien, die arbeiten in der Tschechei auch am Sonntag, wie viele andere auch, weil die Tschechen, die sind ja
in der Mehrheit Atheisten und da sind dann die religiösen, die christlichen Sonntage nicht so anders als in Polen. Da ist am Sonntag alles zu, die nehmen das genauer. Was macht denn der da jetzt? Hei, 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 hei. Gar nicht abbiegen, wenn er von vorne kommt. Ne? Es könnte ja froh sein, dass ich da nicht so gefahren bin wie die Tschechen hier üblicherweise da langballern. Ja, und da hat man es jetzt gerade gesehen, der Gegenverkehr hat den anderen da mit der Lichthupe gedrängelt, weil sich der offenbar an die 70 hält. Ne? Ja, und ich begrüße alle neu dazugekommenen Zuschauer jetzt. Wir sind jetzt unterwegs von Liberec Richtung Homburg. Und hier fahren wir jetzt auf der mautfreien Bundesstraße. Das ist hier die 13. Da Richtung Homburg ist das Freiderstück. Und dann, wenn man von Homburg dann wenn man weiterfährt Richtung Tetschin, da kommt dann eine Baustelle. Ohne Umleitung ist, aber so weit fahren wir nicht. Wir fahren jetzt nicht Richtung Tetschin. Wir fahren Richtung Homburg. Und hier lugt sogar die Sonne ein wenig durch die Wolken durch. Oh, ich habe ja noch einen Schluck Kaffee hier. Ich habe mir vorhin im Globus noch einen Kaffee geholt. Jetzt ist er fertig. Vom Globus bis hierher, jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Kilometer das waren, aber wir haben jetzt noch nicht einmal die Hälfte an Strecke bis zum Fahrziel. Und der Kaffee ist schon wieder leer. Ne? Ja, und die sind da im Preis etwas teurer geworden, sonst habe ich immer 35 Kronen bezahlt, jetzt kostet er schon 40 Kronen. 40 Kronen, das ist so um die 1,66 für einen Kaffee. Also der ist ja nicht einmal die ganz große Variante. Ja, die Zeiten sind vorbei, wo man schon früher hat man. Ja, ich habe gestern. Nee, wann war's? Nee, wann war ich in der Kaufhalle? Das war am Freitag. Am Freitag war ich in der Kaufhalle. Da habe ich am Kaffeeautomat 1 Euro bezahlt. Es gibt also noch Automaten mit 1 Euro. Ja, und hier war jetzt das Benzin, glaube ich, bei 33 und Diesel bei 32, wenn ich es so jetzt richtig gesehen habe. Kronen. Und bei Kronen rechne ich immer so 24 Kronen für einen Euro. Manchmal sind es auch nur 23, das schwankt immer ein bisschen. Aber so Pi mal Daumen, wenn man 24 rechnet oder wenn man es noch einfacher machen will mit Kopfrechnen, rechnet man 25, weil dann lässt sich noch ein bisschen besser teilen. Ne? Dann hat man 25, 50, 75, 100 und so weiter. Ne? Das ist dann aber natürlich etwas ungenauer. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, also ich habe da neulich auch irgendwo eine Tanke gesehen, wo es gar sogar 32 das Benzin nur war. Also es ist etwas zurückgegangen, der Benzinpreis, der Spritpreis in Tschechei, weil voriges Jahr war es noch bei 34, 35. Manchmal habe ich sogar mehr wie 35 gesehen, aber so um die 34 bis 35 waren es da. Und
Mittlerweile liegt es so zwischen 32 und 33. Und damit ist es fast gleich mit Polen. In Polen, da habe ich jetzt bei der letzten Tankung am Samstag 5,45 bezahlt, 5,45. Und da war die aktuelle Tagesumrechnung waren 4,16 am Kantor, habe ich gelesen, 4,16. Und die Woche davor waren es 4,18 und das schwankt jetzt immer zwischen 4,16 und 4,18. Ja, und da könnt ihr jetzt nachrechnen, wie viel das ist. Und hier geht es auch nochmal Richtung Zittau. Aber da dürften wir jetzt gar nicht fahren. Und hier haben wir jetzt 33,50 fürs Benzin und 31,90 fürs Diesel und das an der Orlen-Tankstelle, weil eine Orlen, die sind immer ein bisschen teurer wie die anderen. Und wenn die schon so günstig sind, na, ja, und da haben wir eine neue Norma, da habe ich auch schon mal ein Video gemacht, da waren wir auch schon drin. Und da haben wir ein altes Feuerwehrauto gesehen, ein Ford Transit, wir sind jetzt auf der Kamera sehen konnte. Und von hier, von der Norma, da habe ich auch in meiner Playlist Shopping Vlog mal ein Video gemacht dazu. Als das neu war, der Laden, da war ich da mal drin und habe geguckt. Ja, was soll ich dazu sagen, typische Norma halt. Das gleiche, was es bei uns in der Norma auch zu kaufen gibt. Und ja, preislich sind die in der Tschechei gar nicht so viel billiger. Ne? Und bei einigen Sachen sogar teurer, so wie bei Kosmetik und Hygieneartikeln. Da ist es nicht unbedingt günstiger. Man sieht es ja immer wieder, dass Tschechen nach Deutschland kommen zum Einkaufen. Ja? Für eben bestimmte Sachen ist es doch bei uns dann günstig. Also viel preislich macht es nicht aus. Also wer wirklich sparen will, der fährt nach Polen zur Biedronka. Das ist für mich nach meiner Erfahrung nach immer der billigste Markt überhaupt. Ich habe da in der Playlist, die Shopping Vlog, auch schon Preisvergleiche dazu gemacht. Die sind zwar schon ein paar Jahre alt, ne? Aber das Verhältnis stimmt ja noch. Ne? Aber wenn jetzt zum Beispiel die Preise jetzt ein paar Cent teurer sind, aber das Preisverhältnis, der Vergleich zum Beispiel zwischen Biedronka, Lidl, Aldi und Kaufland zum Beispiel, die Differenz ist ja in etwa noch gleich, dass es in Biedronka der billigste Markt ist. Ne? Da guckt da mal rein, wenn euch das interessiert, in der Shopping Vlog Playliste. Die Playlisten sind alle verlinkt hier unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch da dann später mal nach diesem Livestream da dann mal reinschauen. Ja, und wenn so Sachen euch interessieren, dann wäre jetzt die Gelegenheit, mal den Kanal zu abonnieren. Da könnt ihr öfter mal solche Videos sehen. Meistens habe ich jetzt hier so Fahrvideos, aber auch Burgbesichtigungen, Museenbesichtigungen, Oldtimer-Treffen. Da habe ich jetzt auch noch ein paar Videos von Oldtimer-Treffen, wo jetzt die Tag hätte ich beinahe gesagt, jetzt die letzten paar Wochen war mal. Die habe ich jetzt bald fertig, gehen jetzt dann bald online. Ja, und dann halt so Fahrvideos, wo ich von meinen Strecken her mit einem kleinen Truck oder manchmal mit großem. Und was gibt es noch zu sehen bei mir? Einkauf, Shopping-Vlog habe ich schon erwähnt. Fahrvideos, Museumsbesichtigung, Oldtimer.
Ja, und dann so 3 für den Tag, die Playliste 3 für den Tag, da fahre ich so wie jetzt, ne, und erzähle irgendwelche Sachen zu speziellen Themen. Und dann habe ich auch die Tracking-Liste, wo also nur so truck-spezifische Sachen vorkommen. Dort findet ihr auch die Informationsvideo zu Maut und na, Sonntagsfahrverboten. Das wäre mir jetzt eingefallen. Das Wort, das lag jetzt quer, ja, Sonntagsfahrverbote. Da habe ich so Infovideos dazu gemacht, wenn das interessiert, kommt halt da in die Trucking-Playlist mit rein. Dann habe ich noch Reisevideos von meiner letzten Marokko-Reise, wo ich von Spanien nach Marokko übergesetzt war, nachdem ich da sowieso in Spanien zu tun hatte. Und ja, da habe ich verschiedene Videos, wo man da unten war. Da hat es die ganze Zeit geregnet, da war ich 3 Wochen dort und 3 Wochen lang hat es geregnet, da war die Straße überschwemmt und alles. Wenn ihr da mal reinschauen wollt, da gibt es eine Playliste dazu, Roadtrip Marokko heißt es. Und eine Aufstellung über die Kosten. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, die Kosten, die waren jetzt natürlich spezifisch für meinen Truck. Ja, beim PKW, wenn ihr fahrt, müsst ihr ja zum Beispiel in Deutschland keine Maut bezahlen. Da fallen dann 400 € Kosten weg. Ne? Und ja, und da war ich schon ein paar Mal unten und da gibt es halt einige Videos, wer es interessiert, guckt sich das an. Und was war noch? Ja, und so Roadview-Videos, da habe ich 2 Playlisten, sogar Roadview 1 und Roadview 2. Das sind so Videos, wo ich so am Fahren bin, ohne dass ich was erzähle, wo ich da meistens die Dashcam mitlaufen habe lassen. Und da sind aber auch die älteren Videos dabei mit einer schlechteren Bildqualität und Tonqualität. Die ersten Dashcams, die haben halt nicht so schöne Aufnahmen gemacht. Ne? Ich lasse die Videos aber trotzdem online, weil warum? Das war halt der Stand der Technik damals so. Ne? Ging halt nicht anders. Ja, und so reine Dashcam-Videos, wie es von verschiedenen Dashcam-Kanälen kennt, wo irgendwelche Verkehrsverstöße und so gezeigt werden, das gibt es bei mir eigentlich nicht. Ich habe nur selten mal solche Videos, das sind dann die mir direkt aus meiner eigenen Fahrpraxis unterkommen, wenn man einer die Vorfahrt nimmt oder so und ich dann Zeit habe, dieses Video mal abzuspeichern. Aber sowas, wenn er solche Videos bei mir erwartet, da werdet ihr nicht fündig, weil die gibt es sehr selten. Vielleicht 2 im Jahr, na, maximal. Ja, und hier im Penny, hier rechts ist ein Penny, da waren wir auch schon, da sind wir von der anderen Richtung gekommen, da sind wir von Rumburg Richtung Liberec gefahren und da haben wir hier kurz angehalten. Ich glaube, da habe ich Kaffee geholt, ne, auch. Ne. Und das war auch ein Livestream. Das war jetzt, wenn nicht 14 Tage her oder so. Ja, und heute fahren wir die Strecke in der anderen Richtung. Ja, und jetzt, Kommentar lesen kann ich jetzt noch nicht, weil ich muss mich jetzt aufs Fahren konzentrieren. Sobald wir am Fahrziel in Rumburg angekommen sind, lesen wir aber alles durch und tue beantworten. Es dauert noch einen Moment. Laut meiner Anzeige hier
Vom Navi sind es noch 22 Kilometer bis zum Fahrziel. Da sind wir also noch ein Stück unterwegs. Viele Ampeln gibt es ja auf der Strecke eigentlich nicht. Das war jetzt hier nur so diese Drückerampel. Ne? Ja, da würde ich auch lieber drücken, wenn ich da Fußgänger wäre, weil auf der Straße hier ist doch ziemlich viel Verkehr. Wenn man das schaut, das geht hier an einem Stück, kommen Fahrzeuge entgegen. Und jetzt ist hier Sonntag, ne? Jetzt stellt ihr mal vor, wie das dann werktags ist, wenn die Lastwagen oder alle unterwegs sind. Ne? Da geht das hier ab. Da kommst du nicht über die Straße, ohne auf die Ampel zu drücken. Da bin ich mir sicher. Ja, und die Ortschaft hier, die heißt Zwickhoff. Also auf Deutsch übersetzt heißt das hier Zwickau. Hat aber mit dem anderen Zwickau, wo früher die Pappen gebaut wurden, nichts zu tun. Und was haben wir denn hier? Hier steht sogar ein teurer der Preis. Diesel 1,26 und Benzin 1,34. Hier kommen anscheinend viele Deutsche her zum Tanken. Ja gut, bis zur Grenze ist es nicht weit. Wir fahren ja hier jetzt die ganze Zeit parallel quasi zur Grenze. Wenn man rechts rüber fährt, da ist am anderen Waldende schon Deutschland. Ja. In 1 Kilometer rechts abbiegen auf die 9. Das ist also nicht weit von Zittau hierher, mal kurz zum Tanken, ja, oder so. Ja, das machen die bestimmt. So wie es halt die Görlitzer alle nach Polen, nach Skosselitz rüber. Ja. Wie gesagt, die Preise hier, die sind ja fast so wie in Polen. 1,34, ja, das ist eigentlich fast das gleiche. Rechts abbiegen auf die 9. Ja, und geradeaus ging es nach Novi Bor, da sind wir auch schon des Öfteren gefahren, da seid ihr auch schon ein paar Mal mit mir mitgefahren. Und normalerweise kommen wir da aus dieser Richtung, weil normalerweise habe ich es immer so, dass ich von Rumburg zuerst fahre und dann Rumburg, Novi Bor oder Farnsdorf, Novi Bor und dann Rumburg oder Farnsdorf und dann nach Liberec. Ich habe natürlich auch immer wieder Fahrten, wo ich von Skosselec nach Liberec fahre. Also Skosselec ist in Polen, nach Liberec, aber da mache ich dann keinen Livestream, weil Rechts abbiegen auf die 9. Dann in die nächste Straße rechts abbiegen. dort gibt es so viele Funklöcher. Rechts abbiegen auf die 9. Dort gibt es so viele Funklöcher, dass man da gar keinen vernünftigen Livestream machen kann. Der 9 folgen. Ich habe das mal versucht. Ihr könnt ja mal später in der Livestream-Playliste nachschauen, wo da muss irgendwas von Fahrziel Zawidov, Liberec oder Skosselec, Liberec draufstehen. Und da seht ihr ja, wie abgehackt dieser Livestream war. Also das macht da keinen Spaß. Allerdings umgekehrt, wenn ich von Liberec Richtung Skosselec zurückfahre, da sind nicht so viele Funklöcher, obwohl ich da auf derselben Strecke unterwegs bin. Ja, und hier bauen die Straße neu, das gibt hier die Umgehung, damit man da unten nicht durch die Stadt muss. Und die Straße, die geht dann direkt auf den Verkehr dazu. Und da werden hier auch ein paar Kurven rausgenommen, hier in dem Berg wird es dann alles ein bisschen umgemodelt. Wie genau das dann aussehen wird, wenn es mal fertig ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe die Pläne nicht gesehen, aber es ist nur so, wie ich es mir hier vorstelle. Da sieht man zum Beispiel, da bauen sie so eine Brücke, da wird dann die Straße quasi so geradeaus da drüber gehen. Ne? Da muss man hier nicht mehr diese Serpentinen fahren, wobei ich habe da kein Problem damit, hier die Serpentinen zu fahren. Ne?
So schlimm sind die auch wieder nicht und der Berg ist halt ein bisschen steil hier rauf zu. Normalerweise fahre ich ja in der entgegengesetzten Richtung hier und wenn ich dann unten da wo die abknickende Vorfahrt ist, links rumfahren muss, da stinken dann die Bremsen, wenn ich da mit 4 Tonnen der Berg abkomme, ohne Anhänger mit 4 Tonnen. Ne? Schiebt schon ganz schön. Und ja, wie gesagt, wenn die halt den Verkehr aus der Ortschaft da raus haben, aber ihr seht ja, was mir hier jetzt ständig da entgegenkommt, ne? Und werktags ist es noch viel mehr und da sind dann Lastwagen mit dabei und da will man eben, dass die nicht alle da durch den Ort fahren müssen. Da baut man hier die Strecke neu. Ne? Das ist schon ziemlich aufwendig da, die müssen ja den ganzen Hang da dann umschieben und ein Stück Brücke bauen, eine Hangbrücke und dann bauen die da Tunnel. Der eine Tunnel ist, wo die Eisenbahn unten drunter fährt und der andere ist dann für die Landwirtschaft. Ja, das kostet schon ein paar Euro, ne? Diese Strecke da neu zu bauen. Und dann ist es noch nicht einmal eine Mautstrecke oder vielleicht wird die dann mautpflichtig, wenn sie fertig ist, keine Ahnung. Wie das dann geplant ist, das werden wir dann ja sehen. Aber jedenfalls im Winter, wenn man hier fährt, also hier ist Winterreifenpflicht. Da gibt es irgendwo ein Schild, wo das draufsteht. Ich glaube, da sind wir schon dran vorbei, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Weil ich weiß, wenn man von der anderen Seite kommt, da weiß ich, dass das Schild dort steht, aber von hier aus, da fahre ich so selten, da habe ich jetzt auch nicht drauf geachtet, aber ich weiß, dass man hier über diesen Pass unbedingt Winterreifen haben muss ab 1. November bis, ich glaube bis Ende April oder Ende März oder Ende April. Da müsste ich nochmal nachschauen, wenn ich das Schild mal sehe. Und das ist aber Winterreifenpflicht, also keine Schneekettenpflicht. Aber die Schneekettenschilder, die kommen dann, wenn es richtig dicke kommt hier, ne? Wenn es mal richtig viel schneit. Ne? Da brauchst du dann hier auch Ketten. Ne? Auf dem Video mag das jetzt vielleicht gar nicht so rüberkommen, aber das ist schon ein Knüppel hier, die Steigung da. Ne? Ja, hier ist so ein Schild wieder. Ne? Ja, bis 31. März ist hier Winterreifenpflicht. Da haben wir also noch ein paar Tage Zeit, obwohl ich habe sie schon drauf. Ich habe ja auf dem Truck hier habe ich Ganzjahresreifen. Jetzt hat mir ein kurzes Funkloch. Und ich war gerade am Erzählen, also meine neuen Winterreifen, sind auch Ganzjahresreifen, aber die haben dieses Schneeflockensymbol drauf. Und da ist auch das Profil etwas anders, etwas gröber als wie bei den vorherigen mit M&S. Ja, die habe ich also schon gewechselt für den Fall der Fälle. Bei den großen Trucks, da kommt es jetzt auch, sodass wir bis Ende Oktober alle Fahrzeuge mit Winterreifen soweit ausgerüstet haben.
da haben wir das dann durch. Weil das kann hier jederzeit so weit sein, weil wir sind hier, ich weiß gar nicht auf welcher Höhe, also 1600 Fuß zeigt mir hier der GPS-Dings da an. Das müssten wir jetzt umrechnen, aber da habe ich jetzt keinen Bock dazu. Und jetzt habe ich auf das Ding geguckt, na, jetzt sind wir ja schon runter vom höchsten Punkt. Na. Wann ist da gut mehr wie 1600 Fuß? Ja, und gut, hier kann man wieder Sprit sparen rollen. Chiretin Lesne, wie auch immer man das ausspricht. Und hier links ist ein Nachtclub, für den Fall, dass das jemand interessiert. Wir ballern hier schon mit 58 durch den Ort. Der hat sein Dach neu gemacht hier. Das hat am Anfang auch schlimm ausgesehen. Ja, und wie gesagt, normalerweise fahre ich da ja in der anderen Richtung. Da geht es hier ständig bergauf. Und jetzt habe ich das Glück, dass ich hier ständig bergab rollen kann. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Ja, jetzt sind wir dann gleich unten. Hier, wo der Kreisverkehr jetzt kommt, da geht es dann rechts Richtung Farnsdorf. Und Farnsdorf ist der Grenzübergang zu Deutschland rüber. Das sind bloß ein paar Kilometer darüber jetzt. Und hier haben wir 32,90 fürs Kreisverkehr an Benzin. der zweiten Ausfahrt verlassen und auf die 9 fahren. 32,90 fürs Benzin und 30,90 fürs Diesel. Ja, und hier ist Löbau-Rumburg schon angeschildert. Ah, und da müssen wir jetzt noch mal einen langen Berg hoch. Ja, den habe ich jetzt ganz vergessen zu. Ja. In 6 Kilometern links halten und auf der 9 bleiben. Das ist auch so ein Berg, wenn ich da von der anderen Richtung komme, muss ich ständig runterbremsen. Und wenn man Pech hat, da ist ja noch ein Bahnübergang und wenn der dann rot wird, und man kommt da voll beladen von da oben runter, ne, da riecht man auch die Bremsen. Ja, und jetzt müssen wir hoch zu. Aber jetzt haben wir keine 4 Tonnen mehr, wir haben ja schon abgeladen. Und da links in dem gelben Container, da ist immer ein Eisverkäufer, der hat aber heute zu. Und hier ist dieser Bahnübergang, von dem ich gerade gesprochen hatte. Und jetzt guckt euch das mal an, wie steil es da den Berg runter geht, wenn man von oben kommt und man muss dann da an dem Bahnübergang anhalten. Ne? Aber hier links kann man goldenen Oktober kurz dran schnuppern. Ja, und da stinkt es nach verbranntem Holz. Ich weiß nicht, was der jetzt da in seinem Garten verfeuert. Nasses Holz, so wie es riecht. Aber wahrscheinlich irgendwelche Gartenabfälle. Ja, und bis zum Ziel in Rumburg sind es noch 7 Kilometer laut meinem GPS. Da sind wir also gleich da und dann, wenn wir auf dem Parkplatz sind, dann beantworte ich eure Fragen. So, mal einen Schluck
Cola getrunken. Als Kaffeeersatz und vor allem, damit ich wieder sprechen kann, weil von vielen Erzählen wird der Mund dann zu trocken. Da muss man zwischendurch mal was trinken. Mann, da bin ich ja froh, dass ich jetzt hier nicht allzu viel Gewicht mehr drauf habe. Ja, und da vorne kommt jetzt ein Ort, da gibt es Radarüberwachung mit Streckenmessung. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ich frage mich bei solchen Streckenmessungen immer, wie das funktioniert. Jetzt sagen wir mal, im Ort ist 50 erlaubt. Ne? Und da fährt jetzt einer mit 80 in der Ort rein, bleibt dann stehen, tut zum Beispiel das Auto tanken und fährt dann wieder mit 80 weiter. Dann hat er eine niedrigere Durchschnittsgeschwindigkeit, obwohl er eigentlich in dem Streckenabschnitt, wo er fährt, zu schnell war. Ne? Das trifft ja, diese Streckenmessung, die trifft ja eigentlich nur diejenigen, die am Stück durchfahren. Ne? Wenn du zwischendurch anhältst, dann stimmt die Zeit ja nicht mehr. Ne? Weil das wird ja von Anfang bis Ende gemessen, in welcher Zeit, dass du die Strecke durchfahren hast, und dann wird es dann ausgerechnet. Ich habe da allerdings noch nie bezahlt. Na. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann das letzte Mal irgendwo geblitzt wurde. Weil ich muss ja schließlich, ich bin auf meinen Führerschein angewiesen, na, und da riskiere ich nichts, keine Bußgelder, keine Punkte und vor allem, weil ja auch, mal angenommen, mir wird jetzt der Führerschein abgenommen, dass er entzogen wird, nicht nur ein Fahrverbot, sondern wenn die volle Punktzahl erreicht wäre, ist ja der Führerschein komplett weg und dann mussten neu machen. Und dann könnte ich ja nur noch die Babyklasse machen. Ne? Und der Dreier, der ist ja nicht mehr unbegrenzt gültig, weil mein Dreier ist ja noch unbegrenzt gültig und ich habe den Zweier ja auch noch. Den Zweier, den muss ich alle 5 Jahre verlängern, aber der Dreier, der gilt ja immer. Ne? Und die neuen Dreier, die gibt es ja nicht mehr, die endlos, die musste ja wie den Zweier alle 5 Jahre verlängern. Ne? Und das ist ja schon ein Grund mehr für mich. Oh, die Tanke, da ist abgebrannt, guck. Und das ist ja schon ein Grund mehr für mich, nicht zu riskieren, dass ich den Führerschein verliere. Ne? Aber wenn ich so sehe, wie manche Leute da fahren, dann denke ich mir immer, die haben 2, 3 Führerscheine noch in Reserve für den Fall, dass sie den ersten verlieren. Ja. Vor allem bei Taxifahrern oder Transporterfahrern wundere ich mich da immer, weil die sind da eigentlich beruflich auch für den Führerschein angewiesen. Ne? Wie aggressiv die manchmal fahren. Ne? Und ich fahre ja in 900 Metern und auf der 9 bleiben, dann in den Kreisverkehr einfahren. Ja, ich fahre so 2000 Kilometer im Monat. Ja, und ich habe 0 Punkte. Ne? Das kann mir keiner erzählen. Man kann nicht so fahren, dass man ohne Punkte fährt. Doch, das geht. Man muss es nur wollen. Aber wenn man sich natürlich für jedes eine billige Ausrede ausdenkt, aber jetzt gerade mal sich nicht an die Geschwindigkeit hält. Ne? Links halten und auf der 9 bleiben, dann in den Kreisverkehr einfahren. Da ist es dann halt so. Da gewöhnt man sich dran, ja? Dass man sich an nichts hält. Den Kreisverkehr an der zweiten Also Ausfahrt apropos verlassen und Transporter, auf die ich habe jetzt schon 9 wieder so einen fahren. Arsch hinter mir, der mal in die Stoßstange reinkriegt. Ne?
Und da vorne ist ein Kreisverkehr. Wie schnell soll ich in den Kreisverkehr dann einfahren? Und da sieht man dann schon an die Steine hier, dass da manche zu schnell fahren, weil da einige Steine schon kaputt waren. Und das sind dann immer diese Leute, die drängeln ohne Ende. Nee, da sind wir doch gar nicht gekommen an der Strecke. Wir sind an einer anderen Strecke gekommen. Wir sind da von Polen rübergekommen. Den So, Kreisverkehr da rechts an der wird's jetzt zweiten noch. Ausfahrt verlassen und auf die 263 fahren. Ah, da rechts würde es jetzt nach Deutschland gehen. Wir müssen jetzt aber erst noch nach Rumburg. Was? Was? Nix. Hallo zusammen. So, und jetzt sind wir in Rumburg mit K am Schluss geschrieben. Im Tschechischen schreibt man es mit K und im Deutschen schreibt man es mit G. Hier rechts bei dem Lidl, da, die haben auch einen Kaffeeautomat, da ist der Kaffee auch gut. Wenn ihr da mal vorbeikommt, drüben links, der Penny hat keinen, aber hier der Lidl, der hat einen Kaffeeautomat. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Und hier ist ein Tesco-Markt. Da war ich einmal drin, aber ich meine, wenn du da beim Tesco einkaufst, da kannst du deine Lebensmittel in der Apotheke kaufen, ne? Weil das ist der teuerste Markt, den ich hier in der Tschechei gesehen habe. Als Den ich noch damals Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und in die Straße Bratz K Ja, fahren. halt du jetzt mal deine Klappe, ich weiß, wo ich hin muss jetzt. Der teuerste Markt hier in dem Land, den ich unter die Lupe genommen habe, als ich noch meine Preisvergleiche gemacht habe, wollen die darüber, ja. Wie gesagt, da kannst du gleich in die Apotheke gehen zum Einkaufen. Und wenn man da jetzt geradeaus da an dem rechts von dem rosa Haus da reinfahren würde, da kommt man auf den zentralen Marktplatz, da gibt es auch viele Geschäfte außenrum. Die haben aber heute am Sonntag zu. Es haben nicht alle Geschäfte auf hier in dem Land, nur die größeren Marktketten. Aber die kleineren Läden, Boutiquen und so, die haben meistens zu. Und da war früher einmal eine Wechselstube, aber ob die noch ist, habe ich keine Ahnung, weil ich wechsle immer woanders. Aber meistens komme ich ja nicht über Rumburg rüber, sondern über Fahnsdorf. So, und wird man da jetzt an der Ampel geradeaus weiterfahren, wird man auch wieder nach Deutschland kommen über Tschirikow. Jetzt müssen wir aber hier links. Jetzt sind wir gleich am Ziel, jetzt lesen wir dann gleich eure Kommentare durch. Oh, und da hinten hängt eine schwarze Wolke rum. Das bedeutet, gleich wird es regnen. Wechseln du gehst oder dein Kurs? So. Ja, Das ist gut, ja? so.
Ich habe ein Wort jetzt. Gut. Hallo, liebe Schauer. Liebe Grüße, ich machen Sie schauen, wo bitte ich- Like. Danke. Jetzt muss ich mir mal kurz irgendwo hinstellen, wo ich Kommentare lesen kann. Ja, dieser Platz gut, aber schade. Weil wir müssten da dann hin. Ach, guck mal an, die haben Masken auf. Ja, da sind. Ah, ich stelle mich mal kurz hier hin. Das ist gut. Das ist ein guter Platz hier erst einmal. Mal schnell ausmachen. So, jetzt gehen wir mal nach oben, von oben runter. Rosa, hallo. Ingeborg, ebenso hallo. Jörg, hallo. Mark, schöne Straßen, ja, stimmt. Ich fahre die Strecke gern. Günther, hallo. Was? Alles klar bei dir, ja. Marian, auf Wiedersehen. Eine Nachricht ist zensiert worden von YouTube, keine Ahnung. YouTube hat das gemacht. Bei 47 Horst. Hallo Horst, servus Stefan, servus Horst. Wo HSV 5, HSV ist damit der Fußballverein gemeint. Ja, ich war jetzt unterwegs von Liberec nach Rumburg. Das liegt ganz im Norden von der Tschechei, Tschechische Republik. Jörg, hallo Jörg, haben wir schon. Seid ihr auch durch Lamm gefahren? Nee, eine Ortschaft mit Lamm war mir jetzt hier nicht bekannt. Und Mr. UFO, hallo. Pipo Langstrumpf. Ja, dein Kommentar verstehe ich jetzt nicht, was das hier jetzt mit dem Fahren zu tun hat. Ich weiß jetzt nicht, worauf du dich da beziehst. So, also dann wünsche ich allen noch einen verbliebenen Restsonntag. Was immer ihr auch macht jetzt. Wünsche euch noch viel Spaß. Und schaut mal wieder rein, fahrt mal wieder mit. Und wenn ihr gern so Fahrvideos schauen wollt, dann wäre jetzt nochmal die Gelegenheit, den Kanal zu abonnieren. Das kostet nichts. Die Mitgliedschaft kostet was, aber das Kanal abonnieren selbst kostet nichts. Und für Mitglieder, weil wir es gerade erwähnen, gibt es auch Videos, die es für die Öffentlichkeit nicht gibt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das ja machen. Und ansonsten freue ich mich drauf, wenn ihr mal wieder mitfahrt. Und bis dahin, tschüss. Ja, möchte ich beenden.